Hallöchen und herzlich willkommen zur Trikottausch Episode Nummer 16. Mein Name ist Dominik, das ist Jan. Wir sind immer noch bei OneFootball und hier im privaten Rahmen unterwegs und wir sind heute nicht alleine. Genau, heute sind wir ausnahmsweise mal zu dritt. Wir haben nämlich noch den Olli mit dabei. Stell dich mal gerne kurz vor, Olli. Ey, Gude, ich bin Eintracht-Fan, habe einen YouTube-Kanal über die Eintracht, bin da auf Twitter und auch auf YouTube unter der Adler unterwegs und freue mich, dass ich hier dabei sein darf und wir ein bisschen über Eintracht-Trikots quatschen, denn ihr redet über so viele Trikots, aber die schönsten, die gibt's halt am Main und da kann man ein bisschen mehr drüber reden, meiner Meinung nach. Ja, das wollen wir mal noch überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Wir haben uns auf jeden Fall deswegen heute mal einen Frankfurter Special überlegt. Werden dann gleich auch ein paar Frankfurt-Trikots durchgehen. Aber, Genau, vorher gibt es ja noch was anderes zu erledigen, ne? Beziehungsweise, warum sage ich das eigentlich? ja, ich wollte gerade sagen, Quiz der Woche Auflösung, beziehungsweise ist es die Lösung? Ich hoffe doch. Also es ist eindeutig schon mal ein PSG-Heimtrikot und dann hilft mir wieder die Tatsache, dass ich als Hertha-Fan Nike-Trikots der letzten 10 bis 15 Jahre sehr gut kenne. Ich weiß, dass es diesen Stoff so in dieser Art, den gab es 2 Jahre lang. Den gab es 2012, 2013 und 2013, 2014. 2012, 2013 gab es aber nicht dieses PSG-Logo. Das wurde 2013 eingeführt, von daher sage ich Home-Trikot 2013, 14. PSG. Man kann ihm mal nichts vormachen. Leider, leider Gottes, vollkommen richtig. Dieses verdammt vermaledeite Logo. Ja. Ihr habt es an der Folie erkannt. Heute sprechen wir über Lieblingstrikots, wobei man in dem Fall ja ein bisschen sagen muss, Lieblingstrikots einer Mannschaft, Genau. um mal vielleicht in dem fairen Rahmen zu bleiben. Und dementsprechend, Olli, die Bühne gehört dir. Ja, ich habe euch kein geringeres und wirklich kein geringeres als das Trikot vom Pokalsieg 1988 mitgebracht. Finde ich wirklich eins der schönsten Eintracht-Trikots überhaupt, weil es auch ein bisschen von diesem typischen schwarz-roten Design und von dieser typischen farbroten Farbkombination weggeht. Man hat historisch gesehen tatsächlich super viele weiße Eintracht-Trikots, die ein bisschen schlichter sind oder die das ein bisschen mehr verspielter aufgreifen. Aber dieses Pokalsieger-Trikot ist halt wirklich einfach ein sehr, sehr schickes. Es ist damals noch vom Ausrüster Puma und Trikotsponsor war die Firma Höchst, wie es in den 80ern so bei der Eintracht immer war. Das Trikot ist in einem kompletten Weiß gehalten und hat eben diese Eintracht-typischen Querstreifen, eben einmal mit einem glänzenden Stoff und einmal mit einem matten Stoff, was das, finde ich, super, super edel aussehen lässt. Und dazu gibt es einfach noch die ganz, ganz große Besonderheit, die ich auch erst Ewigkeiten auf den zweiten Blick gesehen habe. Und zwar ist das Eintracht-Logo auf der linken Seite und kurz darüber ist eben nochmal das Puma-Logo und der Schriftzug von Höchst geht hier einmal so diagonal über die Brust, was ich eine sehr, sehr schöne und spannende Entscheidung finde, weil sie vor allen Dingen auch da nochmal ausbricht aus den typischen, ja, Trikot-Formalitäten, wie das eigentlich sonst da vorne angeordnet ist. Und natürlich ist auch wichtig dazu zu sagen, dass es eben historisch wichtig ist, weil bis 2018 hatte man einfach lange, lange keinen Titel mehr in Frankfurt feiern dürfen. Und das war einfach so eins der größten Sachen, die du da noch mit hattest. Auf der Rückseite hat man diesen wirklich typischen, und das finde ich eigentlich so, wenn du dir Fußballtrikot vorstellst, ist einfach dieser ikonische Rückenprint, dieser ikonische 3D-Rückennummer, dieses Rückennummer-Design, da auch vorhanden. Einzige, was dieses Trikot nicht ganz flawless, finde ich, macht, ist, dass du bei dem Eintracht-Logo in der ausgeschriebenen Form oben bei dem I das Eintracht-Logo per se nochmal als I-Punkt hast. Das finde ich ein bisschen schwierig als Entscheidung, ansonsten aber trotzdem sehr, sehr schick gelöst. Und ja, auch ein historisch wichtiges Trikot der Eintracht und damit ja mein Favorite Eintracht-Trikot. Kann man wirklich sagen, dass es für dich nicht nur also in zweierlei Hinsicht ein tolles Trikot ist. Also zum einen optisch und zum anderen eben auch wegen der positiven Erinnerung mit dem Pokalsieg. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ich würde ansonsten sagen, dass es, also wie du es ja auch gesagt hast, ist irgendwie so, auch wenn wir jetzt als Außenstehende über Frankfurt-Trikots sprechen, ist so komplett weiß, so eigentlich das Letzte, was man erwartet. Mhm. Aber ich finde schon, dass es auch mit dieser ähm, Wechselhaftigkeit, die du in den Streifen ja auch angesprochen hast, wirklich was Besonderes hat.
Und was ich persönlich auch sehr besonders finde, ist halt wirklich diese Anordnung von sämtlichen Logos, die mit draufgepackt wurden. Und in dem Kontext finde ich es dann eigentlich auch irgendwie ganz cool, eigentlich auch ganz cool, dass man auf der Rückseite den I-Punkt durch das Vereinslogo ersetzt, weil das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde, das rundet so diese Besonderheit, die Logos auf diesem Trikot ausmacht, so ein bisschen ab. Einziger Makel, muss ich dazu sagen, aber das liegt nicht am Designer selbst. Das Pokalfinale wurde zu früh angepfiffen, damals noch. Und das wäre halt ein richtig, richtig geiles Flutlichttrikot geworden, durch diese Ballonseide. Und wenn dann das Flutlicht darauf scheint, stellt euch diese epischen Pressefotos vor, wie diese shiny Streifen sich abwechseln mit den normalen. Aber da kann die Eintracht am Ende nichts für. Ja. Du wolltest ansonsten, glaube ich, auch noch was ergänzen, ne? Genau. Nee, da gebe ich dir recht. Ich wollte noch ergänzen, dass ich generell auch, und deswegen ist es auch eine super gute Zeit für Eintracht-Trikots geworden. Das aktuelle Trikot das aktuelle Logo-Design ist, finde ich, auch genauso top. Bin ich mit aufgewachsen als Eintracht-Fan. Kann ich nicht drüber meckern oder mich da beschweren, ist einfach nice. Aber ich finde dieses 80er Jahre Eintracht-Logo immer noch mit am geilsten. Dieser doch breitere, ausgeschmücktere Adler ist einfach ein nices Ding. Und ich feiere das immer wieder, wenn das auf Trikots ist. Ein Funfact dazu, dieses Trikotdesign war Vorlage für die Fan-T-Shirts, die man dann im Pokalfinale von 2018 an die Fans in die Kurve reingegeben hat. Die hatten dann nämlich auch dieses 80er-Trikot, hat hinten dann diese 3D12er-Print-Nummer drauf und war auch, glaube ich, dann das Design übernommen für die Aufwärmkits. Also da hat man sich komplett daran orientiert. Natürlich, das Trikot sah im Endeffekt ein bisschen anders aus, aber weiße Trikots im Pokalfinale und vor allen Dingen auch bei Pokalerfolgen haben bei Frankfurt Tradition. Wir bleiben in den 80ern, es ist die gleiche Saison, 87, 88, aber das Heimtrikot. Und da ist ein Trikot-Fan wie ich quasi direkt zum Schwärmen bereit, denn die Eintracht aus Frankfurt hat sehr lange das Unternehmen Höchst als Trikotsponsor geführt, aber nur einmal ist man auf den Geistesblitz gekommen, diese schräge Anordnung auch ins Trikotdesign mit einzuarbeiten, indem man nämlich diese Diagonalstreifen benutzt hat. Übrigens hier auch nochmal die Anordnung mit dem Puma-Logo und dann darunter das Club-Logo. Auch interessanter Twist, wie Olli uns ja auch schon darauf hingewiesen hat. Aber einfach mal zu sagen, ja okay, der Sponsor ist halt schräg, dann machen wir unser Trikot auch schräg. Mein Gott, dann sieht es zumindest mal vernünftig aus. Wenn wir da andere Trikots in dem Zeitraum vergleichen, die halt auch mal mit Höchst kamen, das verstehe ich bis heute nicht, wieso man dann einfach sagt, ja, der ist jetzt schräg. Keine Ahnung, nobody know why, aber wir machen das jetzt so. Und dementsprechend, da finde ich, hat man es einfach mal richtig gut gelöst. Alle vernünftigen Vereinsfarben sind mit dabei, schwarz, weiß und rot als Hauptfarbe sowieso. Man hat den Kragen dabei, der mir fast ein Tick zu wild ist. Da hätte man den schwarzen ruhig drin lassen können. Aber alleine diese weißen Streifen, die schwarzen, dickeren Blockstreifen, möchte ich es jetzt mal nennen, umrahmen, machen das für mich einfach für so ein richtig schönes, komplettes Design. Und wie gesagt, den Sponsor endlich mal vernünftig eingearbeitet. Zu den vielen Diagonalen und den relativ schräg angeordneten Logos fällt mir ein Spruch ein, den ein Kollege von mir mal geprägt hat, nämlich schief ist modern. Und so gesehen war Frankfurt schon in den 80ern sehr modern unterwegs. Ansonsten muss ich dir mit allem zustimmen. Das Einzige, was ich eben auch dran ausgesetzt hätte, ist der Kragen. Den hätte ich mir tatsächlich, glaube ich, eher in einem kompletten Schwarz als in einem kompletten Weiß gewünscht. Auf jeden Fall nicht zweigeteilt. Aber ansonsten tolles Design. Und nachdem wir es, glaube ich, in einer Folge auch schon mal diskutiert hatten, hier sind die Diagonalen auf jeden Fall aufwärts verlaufend, nicht abwärts. Sehr gut. Anders als bei Paderborn etwa. Von daher ein sehr positives Trikot. Ich finde auch an der Stelle einfach schön, dass du diese schwarzen Ärmelenden als Abschluss auch einfach mit drin hast, wo ich euch natürlich zustimme, dass da ein schwarzer Kragen das natürlich auch nochmal einen Ticken besser abrunden könnte. Von daher, aber ich bin auch wieder Fan von diesen Ballondingern, vor allen Dingen, wenn man das heute auch so als Retro-Trikot hat und tragen kann. Olli, du sagst, das wär so ein schönes Retro-Trikot, was man auch heute noch tragen könnte. Trägst du es denn auch? Kann man doch. Auf Was jeden für ein Fall. Flex. Nee, also wirklich, das ist auch so eine Sache, wo ich auch wirklich dankbar bin, dass solche schönen Sachen auch nochmal aufgegriffen werden. Das Trikot, was ich genannt hatte, das gibt es tatsächlich auch nochmal als Retro-Variante. Ist natürlich nicht so der schönste Stoff,
aber finde ich trotzdem sehr toll mit dem alten Eintracht-Logo nochmal mit drinne. Und ja, natürlich, Rückennummer gibt es jetzt diesmal nicht, aber fand ich wirklich so Retro-Trikot-mäßig ein Must-Have. Und ist immer geil, wenn man da was besorgen kann. Beziehungsweise ist es natürlich hier auch einfacher, das zu bekommen über den Drittanbieter, anstatt halt das Zeug nochmal aus den 80ern irgendwo rauszukramen, weil das ja auch dann wieder seinen gewissen Wert hat. Und Oh ist ja. immer geil, wenn das dann aufgegriffen Ja. wird. Wir bleiben in der Zeit, als Frankfurt von Puma ausgestattet wurde, machen aber trotzdem einen relativ großen Sprung, nämlich in die Mitte der 90er, in die Saison 95, 96, wo ich mir das Heimtrikot ausgesucht habe von Frankfurt. Das ist auf den, also wenn man es auf die Farben reduziert, dann ist es klassisch Frankfurt, würde ich behaupten, weil es vor allem rot und schwarz ist und auch so ein bisschen weiß mit drin ist. Aber dann ist es doch halt irgendwie relativ unklassisch, absolut nicht klassisch, mit einem Design, was irgendwie nicht mehr 90er sein könnte im Hintergrund, mit vielen schräg verlaufenden Linien, mit einem Farbverlauf von rot zu schwarz, mit noch Längsstreifen, die da durchlaufen. Dann hat man noch das Frankfurter Logo, das alte, hat man im Hintergrund als riesiges Wasserzeichen, wie man es in den 90er Jahren wirklich bei einigen Vereinen mal gesehen hat, auch bei Ajax erinnere ich mich, war das mal der Fall. Und was ich noch ganz cool finde, ist der Kragen, das hatten wir gerade eben im Vorlauf auch schon mal besprochen. Der Kragen, den kennen wir in dieser Saison auch aus Frankfurt, aus dem Europa League-Trikot oder zumindest in sehr vergleichbarer Art und Weise. Und damals, 95, 96, finde ich, hat man das aber cooler gelöst, nämlich weil man eben wirklich noch den Puma-Schriftzug da drin platziert hat und dafür auf der Brust weggelassen hat. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr edle Lösung, weil damit auch nicht das Muster, was eben sich über die komplette Brust erstreckt, gestört wird. Ist wirklich auch, finde ich, mit eins der schönsten Eintracht-Trikots überhaupt. Das ist auch so ein Ding, was ich immer noch auf eBay suche, was man nicht gerade für 250 € kaufen kann. Ja, gehe ich komplett mit. Ich finde auch geil, dass du diesen ganz typischen Puma-Swoosh, den du da immer so auf den Schuhen auch immer hast, den hast du da wirklich auch in den 90er generell bei Puma so als richtige Design-Variante. Den siehst du hier auf den Ärmeln und oben beim Kragen immer überall eingearbeitet. Das hat auch so viele, ja, kleine Details, die super verspielt sind, wo man fast schon sagen könnte, ey, es ist schon ein bisschen sehr überladen. Aber es geht trotzdem vollkommen alles klar. Du hast die Streifen, die nach unten gehen, die verschiedenen Zickzackmuster da drin. Du hast eben diese interessanterweise auch 2 Adler vorne drauf. Also ist ja einmal groß auf dem Bauch und einmal kurz dazu versetzt nochmal. Da ist auch wieder der einzige Kritikpunkt bei mir. Ich finde Tetra Pak mit dem blauen Schriftzug passt da leider nicht so richtig rein. Also hätte man sich ein bisschen das anpassen müssen. Zumal auch der zweite Adler, der hier auf der Bauchseite nochmal kleiner ist, da wird der Kopf abgehackt. Wie kann man denn den Eintracht-Adler, den Frankfurter Adler, den Kopf abhacken? Das geht meines Erachtens nach nicht. Aber trotzdem wunderschönes Trikot, vor allem noch eben aus so Zeiten, wo JJ Okocha bei der Eintracht sehr, sehr schön Fußball gespielt hat und gezaubert hat. Und ja, wenn ihr da eins habt, zufällig, gerne auf Twitter @der gute Adler schreiben. Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ihr habt ja vorher schon drüber gesprochen, so ein überladenes Trikot, aber es ist auch irgendwie sehr harmonisch. Trotz alledem, Ja, also super. obwohl es so viele, also es ist ja, keine Ahnung, bis man jetzt durchzählt, aber es ist ja bestimmt 20 Designelemente oder Ja. was, die man da eingebaut hat. Aber irgendwie trotzdem, wenn man drauf schaut, ja, geht. Und so sollte es sein. Ist dann halt auch konsequent, ne? Das wirklich durchzuziehen Genau. mit den vielen Musterungen. Deswegen mein Lieblingstrikot. Sehr, sehr schön. Ich würde hier noch eine kleine Dings mit reinbauen. Und zwar gibt es in den 90ern, das ist leider zeitlich nicht richtig datiert oder konnte nicht datiert werden, bei der Seite www.eintrachttrikots.de, wer sich dafür interessiert. Da sind super viele Sachen drin, super viele Matchruns, gehen runter bis hin zu den 40er Jahren, sind da Eintracht-Trikots mit dabei. Das ist echt heftig. Und da gibt es ein Trikotdesign, das auch dieses Verspieltheit mit aufnimmt. Das ist aus einem Freundschaftsspiel, wer auch immer das ist, aber das hat den geilen Clou, dass ich liebe beispielsweise, wenn Bands oder wenn andere Sachen aus der Popkultur auch auf Trikots stattfinden. Und egal, ob das jetzt beispielsweise Jena mit Wacken Open Air oder Heaven Shall Burn als Trikotsponsor ist oder eben bei dem Eintracht-Trikot von keine Ahnung, 90 bis 99 irgendwann in der Periode mit den Toten Hosen, mit dem Logo drauf. Hast du diesen Stern da mit dem Totenkopf drauf, gibt auch nochmal einiges her, finde ich. Ja, so als kleine Honorable Mention dazu. Aber das ist natürlich nochmal ganz, 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 ganz irgendwie
hinterste Schublade. Das kriegt man normal nicht mit. Also dafür lohnt es sich ja auch immer wieder, auf solchen Seiten mal zu schauen. Das waren die Lieblingstrikots für heute und jetzt kommen wir zum Full Kit Ranker. Und ich weiß gar nicht, stellt euch einen Klose-Salto vor beim Jubeln. Nehmt die Kunst-Jubelsäge. Wir haben einen Full Kit Ranker, wir haben eine Einsendung. Yes! Jawohl, und zwar von einem Hoffenheim-Fan, Jawohl. von Leo. Dickes Dankeschön dafür. Bester Mann. Und es ist das Heimtrikot aus der Saison, Entschuldigung, das Away-Trikot aus der Saison 2021 und es könnte kompletter nicht sein, denn es ist die passende Hose, es sind die Stutzen dazu. Er zeigt uns auf einem zweiten Bild sogar noch eine Präsentationsjacke. 10 von 10. Ich würde auch 11 von 10 geben, aber 10 von 10 ist halt die Obergrenze. Ja, absolut. Weiter geht's mit unserer Storytime und dafür kehren wir zu unserem Frankfurt-Special zurück. Und wer wäre da denn jetzt besser geeignet, ein Frankfurter Trikot vorzustellen als Olli? Olli, bitte, was hast du mitgebracht? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich habe das Auswärtstrikot von der Saison 16/17 mitgebracht. Allein deswegen, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon fast 10 Jahre lang Frankfurt-Fan. 9 Jahre. Ich bin natürlich mit der Zeit da reingewachsen, aber ich hatte halt nie so, auch als Schüler jetzt nie so das Verlangen oder das Geld, Trikots zu kaufen. Das ist nie so das Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk gewesen, was meine Mom sich für mich gewünscht hätte. Von daher haben mir zum, da muss ich überlegen, 17. Geburtstag, glaube ich, meine Freunde den Gefallen getan und haben mir 2 Eintracht-Trikots geholt. Einmal das Fan-Trikot, ist ja im Design vom Heimtrikot, und einmal das ganz, ganz, ganz klassische, cleane Trikot von 16/17 auswärts. Und wie man da unschwer erkennen kann, einfach wirklich komplett in Rot gehalten. Schwarzes Nike-Logo, schwarz-weißer Adler, was ich immer persönlich sehr, sehr geil finde. Und Krombacher als klassischer Trikotsponsor von der Eintracht. Da auch finanzielle Probleme gehabt, da sind die dann eingesprungen. Das ist eigentlich sehr cool. Man hat hier so ein bisschen noch diese schwarzen Details hier und an der Seite. Und eigentlich das Schönste, was ich daran finde, ist eigentlich der Print auf dem Rücken. Und zwar hat man sich dafür einen silbernen Druck entschieden. Und zwar ist da noch die Nummer 21 da, mein eigentlich langfristig immer Favorite-Spieler gewesen, Marc Stendera, der ein kleiner, bärtiger Mann ist, der es aber völlig drauf hatte als Jungspund da bei der Eintracht und sich leider nicht so richtig durchsetzen konnte. Das war dann immer super schade, weil die Eintracht hat immer Ewigkeiten gebraucht, Talente auszubilden. Und das war halt eben einer dieser Talente, die ich da so gefeiert habe. Und das Trikot ist halt aufgrund von, dadurch, dass es halt lange Zeit mein erstes Trikot war, was ich von Eintracht besessen habe, mit mir durch dick und dünn gegangen. Ich habe damit die Relegation alleine bei uns im Jugendclub geschaut, während alle unten standen und am Grill Bratwurst gegessen haben und Bier getrunken haben, saß ich oben da drinne. Ich habe die Pokalsaison 2018, 19, 2017, 18 damit dann verfolgt. Witzigerweise, es gibt hier, das darf jetzt die Mama nicht sehen, aber es war das erste und das einzige Mal, glaube ich, dass ich mich zu einer Zigarette habe überreden lassen. Und ich Vollidiot, Hier hier kommt sieht man alles das, raus. ich Vollidiot habe hier gleichzeitig Oh. mir dann ein Loch reingebrannt. Und seitdem war das war so ein ganz knapper und glücklicher Sieg gegen Mönchengladbach. Und seitdem war das so mein Glücksbringer-Pokaltrikot. Und in dem Trikot saß ich dann natürlich auch, als man dann später das Finale gewonnen hatte, was dann halt umso geiler war. Und deswegen auch so mein All-Time-Favorite. Auch immer noch erinnert das mich an die schöne Crush-Zeit auf Marc Stendera, wo auch immer er jetzt spielen mag. Hoffe ich natürlich dann immer bei ihm, dass es alles gut läuft. Aber das ist so quasi mein Anekdotentrikot und mein erstes Trikot, und das werde ich, glaube ich, immer so krass in Ehren halten, bis ich es mir vielleicht auch mal dann schön aufhängen werde. Perfekt, ich würde sagen, viel besser hättest du ein Trikot für Storytime hier gar nicht auswählen können. Das sind genau, also das waren ja 10 Geschichten. Ja. Also besser geht's gar nicht. Nee. Quiz der Woche. Wir hatten die Storytime diesmal ja ausgelagert, aber dennoch bist du dran mit dem Quiz. Was hast du? Ja, also da du deine Schlafmaske ja wieder nicht dabei hast, habe ich das Trikot jetzt hier schon mal heimlich rangeschmuggelt. Und dann hänge ich das hier doch mal auf. Kommt mir aber sehr bekannt vor, mit diesem Fortuna Düsseldorf-Charme. Okay. Auch wieder sehr schick. Ja.
So, während Dominik jetzt schon Hm. irgendwo zwischen Grübeln und Schwärmen ist, würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch. Ne? Wir bedanken uns richtig hart bei dir, Olli. War krass geiler Input, den du geliefert hast. War eine Ja. mega interessante Story vor allem auch. Schaut auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal vorbei. Ja. Vielleicht gibt es auch von uns noch ein zweites Video bei ihm. Vielleicht auch nicht, vielleicht aber schon. Wer weiß es schon. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich finde, Trikots sind meistens wirklich nicht gerade der Diskussionsgegenstand, obwohl das eigentlich eine der wichtigsten modischen als auch designtechnischen Sachen überhaupt bei einem Fußballverein sind. Das ist super unterbewertet, deswegen geil, dass ihr das hier auf YouTube macht. Und ja, geil, dass ich da dabei sein durfte. Und ich hoffe, ich kriege noch hier die ein oder anderen Tipps für Seiten, wo man Retro-Trikots oder andere Sachen, Schätzchen hier ersteigern könnte. Und von daher hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Und genau, guck gerne bei mir auf den YouTube-Kanal vorbei für Eintracht, Kram und Watchalongs zu den Bundesligaspielen und Euroleague. Ansonsten, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und Gude. Das war's dann auch für uns, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.